Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz angekommen beim Salto del Mondai oder Mondai oder wie auch immer ihr den aussprechen möchtet. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Aber ich wollte euch nur mal zeigen oder auch selber einmal hier gucken. Und zwar anscheinend von Volvo gibt es hier Elektrotanksäulen. Also Paraguay ist da vielleicht sogar ein Stückchen weiter wie Deutschland. Ne, so oft sieht man die auch wieder nicht. Aber immerhin, es gibt auch hier Elektrosäulen. Und kleine Panther. Und für die Sarah muss ich jetzt hier den kleinen Panther filmen. Neben dem Indianerkunst, die wir hier haben wir hier den kleinen Panther, der schon wieder gestreichelt werden will oder so. Ja, Touristenkater. Und jetzt geht es hier zum Eingang. Mal sehen, hier kann man schon ein bisschen den Rundweg sehen. Ob wir da alles laufen werden, das schauen wir dann mal. Hier sind die Preise, jetzt müssen wir mal gucken. Hier steht eigentlich Ausländer, $12. Müssen wir mal gucken, was jetzt hier als Ausländer und nicht zählt. Und eventuell, ja, werden wir gleich schlauer sein. Auf jeden Fall ist hier der Eingang. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben die hier die ganzen Sachen, die die Indianer sonst verkauft hatten. Direkt nach dem Eingang geht hier so der Klettergarten los. Den gab es damals auch schon, 2016. Aber auch 2016 sind wir da nicht drüber gelaufen. Und jetzt gucken wir mal hier den Weg. Ich meine, das war damals auch so. Wir haben auch irgendwo Aufnahmen davon, aber die waren so verwackelt, weil wir damals nur so eine recht schlechte Qualität hatten, was die die Kamera angegangen ist. Und jo, dementsprechend sind die Aufnahmen verwackelt. Aber hier ist auf jeden Fall gut zu laufen. Muss man ja auch mal sagen, oft bei unseren Ausflügen hier in Paraguay sind die Wege doch teilweise etwas anstrengend zu laufen. Wir haben hier auch gerade noch gesehen, da gab es Rollstühle, also für Leute, die nicht so gut laufen können, kann man sich da noch einen Rollstuhl mitnehmen und das Ganze dann hier auch, denke ich mal, gut machen mit dem Rollstuhl. Ich meine, hier sind immer mal wieder so Steine eingelegt, aber da sollte man drüber kommen. Eventuell wird diese Brücke dann ein bisschen komplizierter. Also wenn mit dem Rollstuhl, dann sollte schon jemand da sein, der ein bisschen kräftiger ist und dann auch den Rollstuhl schieben kann. Hier scheint jetzt noch so eine Art Tribüne zu sein. Ich weiß nicht, ob die da irgendwelche Veranstaltungen machen. Das wüsste ich jetzt nicht, ob das letztens auch noch da war. Könnte sein, dass die das hier neu gebaut haben. Was ich hier feststellen muss, ist, der Weg ist etwas rutschig. Müsste man vielleicht auch aufpassen. Auf jeden Fall scheinen hier irgendwo Toiletten zu sein. Ja, so richtig zum Sitzen? Ja doch, könnte zum Sitzen sein. Was meint ihr, was das hier ist? So richtig wie eine Bühne sieht es auch nicht aus, aber keine Ahnung, was hier gemacht werden könnte. Aber vielleicht wisst ihr das ja und wart hier vielleicht schon mal auf einer Veranstaltung, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Mir fällt jetzt hier nur Tribüne ein, aber keine Ahnung. Ja, die Sanitarios habe ich jetzt hier irgendwie auch nicht gefunden, aber als wenn man hier reingehen könnte. Ja, ich hätte einfach nur weiter geradeaus gehen müssen. Da sind die Toiletten. Und ab hier hat man dann auch schon den Blick auf den Oberlauf von dem Wasserfall. Und ich glaube, wenn wir da jetzt die Kurve kommen, ist dann ungefähr da der Höhe müsste der Wasserfall dann sein. Ja, ihr habt da nochmal eine Übersicht. Auch alles hier zum QR-Code scannen. Naja. Und wenn Sarah ihren Proviant nicht hat, ist sie einfach nicht glücklich. Brownie. Aus dem Hotel Oster, müsst ihr euch kaufen. Da ist er. Da geht's schon runter. Da geht's schon.
Ja, hier muss man sich dann entscheiden, wo man hin will. Und wir gehen hier runter. Das fand ich damals so schön, wie man das so sehen kann, wie man da so runterfährt. Und hier war früher die Treppe, da ist Sarah und ich noch runtergegangen, aber mittlerweile muss man halt extra bezahlen für den Aufzug. Ja, da oben kann man noch ein bisschen was essen und trinken, aber auch hier direkt am Wasserfall, falls man mich überhaupt hört. Und dann hat man hier direkt den Blick auf den Wasserfall. So, das war's jetzt hier vom Salto del Mondai und jetzt geht's weiter Richtung Bella Vista. Kann Sarah jetzt wieder übernehmen. Ach ja, muss ich ja. Du fährst ja. So, hier kommt man vom Parkplatz aus hin. Hier haben die Schöne auch das Hierba noch beschrieben. Das finde ich mal sehr gut, weil wir wussten jetzt auch gar nicht so, wie das aussieht. Dann kommt sie hier halt auch Richtung Rezeption.
Hier kann man sich auch noch schön unter die Rankpflanzen setzen. Hier ein Bierbereich quasi. Ah, die haben das echt schön angelegt hier. Guck, mit Türsteher sogar. Aber den Türsteher kennen wir ja, ne? Guck. Hier ist so ein kleiner Internetbereich. Und so ein Loungebereich. Hier kommt man zu den Toiletten. Hier ist sogar ein Fernseher. Ich schreie hier nur wieder nicht so. Und da kommt man zur wunderschönen Rezeption. Also ihr kommt da rein, glaube ich. Die haben die auch alles halt schön ausgestellt. Mit Flyer und sowas noch. Ja, und da geht es dann halt zum Restaurant. Und wir bezahlen jetzt und ziehen weiter. Wir wollten jetzt hier nochmal im Dunkeln filmen, dieses ganze Hotelgelände. Das ist nämlich riesengroß. Wir waren 2016 ja hier nur essen und haben das Ganze hier hinten gar nicht gesehen. Wir haben nämlich vorhin festgestellt, dass das Ganze hier ganz nett beleuchtet ist. Und jetzt wollen wir halt nur noch mal kurz hier die Lichtshow, soweit man die überhaupt auf der Kamera erkennen kann, euch noch mal zeigen. Jetzt. Was? Rosa. Ach so, das ändert hier die Farbe. Und Sarah wollte wieder rosa zeigen. Ah, die ist doch wahnsinnig. Ich denke, ich habe irgendwas verpasst. Ja, jetzt ist rot. Und hier, für alle die Schach spielen können, finde ich interessant. Also wir hatten das damals, ich glaube, im Schlosspark von Wittringen, da im Gladbeck oder in Gelsenkirchen, irgendwo gab es das, bis da irgendwie zu viel Schindluder mitgetrieben wurde. Und es gibt es jetzt nicht mehr, glaube ich. Auch hier der Kindshow ist ja wirklich schön. So, einmal noch den Poolbereich. Auch hier alles schön beleuchtet. Man kann hier also auch wunderbar abends noch laufen. Und in der Saison, also wenn Sommer ist, ist da sicherlich auch ein bisschen mehr los. Ja, soweit so gut. Das wollten wir euch einfach nur noch mal kurz zeigen. Da ändern sich auch die Farben. Oh, jetzt muss, ja, da ändern sich auch die Farben. Siehst du? Ja, ich sehe, ich bin total begeistert. Gleich muss rosa kommen. Du bist auch rosa, mach mal schnell weg. Ja, wer findet rosa noch so schön wie Sarah? Ich weiß es nicht. Bitte unterschreiben. Guck, da. Guck, sieht das nicht geil aus? Oh, jetzt ist das weg. Hier, wo es jetzt zur Rezeption geht, wollen wir auch noch mal einmal gucken, ob das im Dunkeln besonders aussieht, denn im Hellen sieht es schön aus. Man muss bedenken, das ist jetzt erstmal kurz nach 6. Stockdunkel und richtig kalt. Ja. Also die letzten Tage war abends wärmer, ne? Ja, heute ist es schon echt kühl. Aber doch, das ja, sieht cool aus. Auch da hinten, das ist auch irgendwie beleuchtet. Ah, da gehen wir drauf, Schatz. Ja, Freunde, jetzt könnt ihr gleich sehen, wie Sarah sich verletzt. Die hat es doch tatsächlich ohne Verletzung geschafft. Boah, das war aber knapp. Ja, war knapp, ja. Also für Erwachsene ist das nichts. Ja, Hauptsache, du hast Spaß. Aber passt da auf, ne? Ich passe auf. Martin möchte auch. Ja, bei mir dicken hängt das Seil ein bisschen durch. Hing bei mir aber auch. Deswegen gehen wir gleich erstmal Fleisch essen. Genau, deswegen gehen wir erstmal gleich Fleisch essen. Fürs Gewicht. Ich glaube, da war ein bisschen zu viel Schwung für Sarah. Ich hab weg. Ich hab auch. Soll ich anhalten? Nein, ich geh gleich.
Soll ich nochmal Schwung geben? Nein, auch nicht kotzen. Warum? Ja. Da hast du ja mehr Platz für das Fleisch gleich. Hä? Komm, noch einmal. Einmal, komm. Gleich liegt die da. Soll ich anhalten? Ja, nein. Ja, nein? Lass. Geh da weg. Was meint ihr? Ist das zu viel für Sarah hier? Sollte die solche Sachen lieber sein lassen? Ich weiß nicht. Ich glaube, die kann gleich nicht mehr geradeaus laufen. Oh, jetzt stoppt sie. Du solltest schon mal Krankenwagen rufen. Oh je. Jetzt klettert die da auch noch. Naja. Und? Ja, komm, jetzt lauf mal hier. Lauf! Nein, lauf nicht mit festhalten. Hier, kriegst du die Kamera. So, und jetzt trinkt Sarah erstmal 10 Liter Bier und macht das nochmal. Ja. Na, Tischtennis spielen kann ich auch. Hier ist gut ausgeschildert, also Rezeption, Restaurant geht es da hinten lang. Aber zur Rezeption kommt man am besten dort hinten direkt neben dem Eingangsbereich. So, hier kommt man vom Parkplatz aus hin. Hier haben die Schöne auch das Jerba noch beschrieben. Das finde ich immer sehr gut, weil wir wussten jetzt auch gar nicht so, wie das aussieht. Dann kommt sie hier halt auch Richtung Rezeption. Hier kann man sich auch noch schön unter die Rankpflanzen setzen. Hier ein Bierbereich quasi. Aber die haben das echt schön angelegt hier. Guck, mit Türsteher sogar. Aber den Türsteher kennen wir ja, ne? Guck. Hier ist so ein kleiner Internetbereich. Und so ein Loungebereich. Hier kommt man zu den Toiletten. Hier ist sogar ein Fernseher. Ich schreie hier nur wieder nicht so. Und da kommt man zur wunderschönen Rezeption. Also ihr kommt da rein, glaube ich. Hier haben die auch alles halt schön ausgestellt. Mit Flyer und sowas noch. Ja, und da geht es dann halt zum Restaurant. Dann hier die riesigen Bäume sind natürlich für uns da aus dem Chaco, wo wir nur Busch haben, was Besonderes. Also es ist schon fast hier wie so ein Wald. Ich weiß nicht, auf der Kamera wird es nicht so gut rüberkommen. Hier überall so Farnkübel stehen. Jetzt sind wir quasi hinter dem Komplex, wo unser Zimmer drin war, und da sind dann überall noch mal so Tische, wo man sich hinsetzen kann. Hier vorne ist das Fitnessstudio. Hier kann man Schach spielen, wenn man es kann. Ich kann es leider nicht. Habe da nie Geduld für gehabt für so Spiele. Der Fitnessbereich, gestern war der zu, kam ich da gar nicht rein, aber Sarah meinte, hier wäre heute Morgen schon jemand drin gewesen. Nein, muss man nicht. So, das ist der Fitnessbereich. Was ich hier voll cool finde, ist natürlich, dass man trainieren kann und dabei hier so ins Grüne schauen kann. Aber, sag ich mal, ist halt auf Fitness ausgelegt. Bodybuilding kann man hier nicht machen, aber mal ein bisschen auf dem Laufband die überschüssigen Kalorien abtrainieren, das funktioniert. Ja, hier noch ein paar kleine Hanteln und auch sogar Handtücher. Also kann man eigentlich nicht meckern. Sarah hat hier coole Blüten entdeckt. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Nee, wer weiß, wie das heißt, gerne unten drunter schreiben. Vielleicht interessiert sich der ein oder andere für die Pflanze. Auch der Baum hier hat schöne Blüten, sogar zweifarbig. Oh, interessant, so ein zweifarbiger Baum. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Springbrunnen an. Krasse Wurzeln. Aber der ist ja auch groß, der braucht solche Wurzeln. Auch hier kann man sitzen. Also wenn man mal einen Urlaub plant, wo man mehr Zeit hat als Sarah und ich auf unseren Reisen, kann man sich hier wirklich gut entspannen und so ein bisschen den Springbrunnen genießen. Hier links sind noch irgendwelche Rohre. Hier ist auf jeden Fall noch mal ein Basketballkorb und ein Volleyballfeld. Ja,
für alle, die gerne Basketball und Volleyball spielen. Aber ich glaube, hier wird auch gerade gearbeitet. Wir sind auch nicht in der Saison, also wir sind ja hier in der Wintersaison und da passiert in Paraguay eigentlich recht wenig. Ja, dieser Bambus ist natürlich auch imposant, also da ist bestimmt irgendwas. Ja, ich bin schwer im Schätzen, aber zwischen 5 und 10 Meter wird er hoch sein. Und jetzt kommen wir von hinten an den großen Quincho hier, wo man sicherlich in der Sommersaison auch gut sitzen kann. Und dann haben die hier sogar noch so eine Bar, das heißt am Pool ist man auch mit Getränken versorgt und kann dann hier in den Pool springen. Ja, haben wir nicht gemacht. Bei mir reicht das ja immer hier, wenn ich meine Hand rein tue und ja, wenn die Badewannentemperatur nicht erreicht ist, mag ich nicht baden gehen. Sind verwirrt im Schatten. Ja. Der einzige Nachteil, ich weiß, hier wird man sicherlich auf der Tonspur auch hören, die Straße, die Router ist natürlich direkt vor dem Hotel. Das ist natürlich gut für die Erreichbarkeit, aber leider dadurch, dass hier viele Motoren sehr laut sind, ist das ein bisschen Lärm. Hier geht es wieder zurück, wo wir gerade waren, an die Schachfiguren. Jetzt gucken wir nochmal hier lang, weil da ist nochmal dieser eine Baum mit diesen zweifarbigen Blüten. Und blüht da nochmal ein bisschen extremer. Dahinter noch Bananenpflanzen und all die anderen Pflanzen, die ich sowieso nicht kenne. Tischtennis. Richtig, Sarah. Da ist nochmal eine Tischtennisplatte. Die hat sogar eine Beleuchtung. Das heißt, man kann sogar abends Tischtennis spielen. Jetzt kommt man da hinten nur wieder zu den anderen Unterkünften. Deswegen werden wir hier einfach mal umdrehen, um das nicht zu lang werden zu lassen. Bei der Ankunft gestern haben wir vergessen zu filmen. Das holen wir jetzt mal nach. Ich meine, jetzt ist das Zimmer natürlich nicht mehr so schön wie vorher bei unserer Ankunft, denn wir haben ja hier schon geschlafen. Sarah packt gerade die Sachen zusammen. Also auch hier, wie in unserem ersten Hotel in Concepción, wunderbarer Ausblick auf den Garten, den wir uns auch gleich noch anschauen werden. Und ja, das ist so ein Zimmer, also wir haben hier so ein Doppelzimmer, da steht dann irgendwie noch ein Bett drin, also kann man wahrscheinlich auch mit rein machen. Genau, beim Einzelzimmer ist das genauso, das sieht eigentlich gleich aus. Hier ist nochmal so ein großer Schrank drin und Kühlschrank, vollgefüllte Minibar. Die Preise für die Minibar können wir hier mal einmal so drüber filmen, könnt ihr euch die anschauen. Hier ist auch nochmal Knabberzeugs, aber wir müssen ja eh abnehmen. Und Badezimmer, gut, das habe ich dann vorhin hier schon so ein bisschen missbraucht. Aber ist eigentlich auch alles da, was es sind. Und die Dusche muss ich echt loben. Es hat ein bisschen gedauert, bis Heißwasser rauskam. Aber als das Heißwasser dann rauskam, war es wirklich angenehm und viel Wasser. Blöd ist nur, wir haben die Klimaanlage nicht ausgekriegt. Ja, die Klimaanlage mussten wir gestern anmachen zum Heizen. Und weil es echt kalt war und ja, irgendwie war die sehr laut oder ist die sehr laut und ja, nachher, nachdem wir sie lange Zeit bearbeitet haben, bis sie überhaupt anging, ging sie ja nicht mehr aus. Aber naja, gut, man hätte ja jetzt, wir hätten den Strom ausmachen können oder wir hätten den Service rufen können, also wir hatten aber eigentlich keine Lust mehr und haben es einfach laufen lassen. So, jetzt gehen wir in den Garten. Genau, und in Tag 5, dann gleich geht es weiter zu den Jesuitenreduktion. Dann auf dem Weg nach Independencia noch einmal kurz an der Costanera von den Encarnación vorbei. So ist der Plan. So ist der Plan, genau. Ja. Aber jetzt erst und dann ins Hotel. Garten.